Ja, meine Damen, meine Herren, begrüßen Sie mit mir heute Michael Fröhlich, der Bauträger und Investor vom Trifore in Hinterstoder. Hinterstoder ist bekannt durch den Schiederweiher. Der Schiederweiher ist zum schönsten Platz Österreichs durch den ORF gekürt worden und dadurch weltweit hat es super Bekanntheit bekommen. Michael, stell dich doch bitte einmal selber vor. Ja, in Österreich ist man ja beim Du sehr schnell und wir haben uns auch schon persönlich dort in Hinterstoder kennenlernen dürfen. Ich habe mir das ganze Projekt ansehen dürfen in der Bauphase, ja, und kann dir versprechen, da entsteht wirklich etwas sehr, sehr, sehr Schönes. Herzlichen Dank, Rainer. Danke für die Einladung. Ja, es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf und über das Trifore zu sprechen. Ja, mein Name ist Michael Fröhlich. Ich bin 53 Jahre alt und mit meinem Partner Alois Eigner haben wir vor 3 Jahren uns entschieden, in Hinterstoder auf 1400 Meter ein altes Hotel zu revitalisieren und auf den neuesten Stand zu bringen und Investoren die Möglichkeit zu geben, an dieser tollen, äh, an diesem tollen Objekt de facto zu partizipieren. Ich bin eigentlich Unternehmensberater, habe die letzten 25 Jahre weltweit gearbeitet für Banken im Technologiebereich, mache das auch parallel immer noch, arbeite für einen Private Equity Fonds in New York und für einige Kunden im Bankensektor in Deutschland. Aber mein Herzensprojekt seit 3 Jahren ist sicherlich das Trifore, Arbeiten auf 1400 Meter in der Natur, etwas zu gestalten für die nächsten Generationen in einer Welt, die sich doch so schnell verändert, ist für mich einfach sehr, sehr, sehr befriedigend. Das macht super viel Spaß und ja, freue mich mehr darüber heute zu erzählen. Prima. Ja, nun interessiert wahrscheinlich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, warum kommt jemand darauf, in Hinterstoder so ein Hotel wieder zu revitalisieren? Ja, und ich weiß, du wohnst unmittelbar 200 Meter in einer Almhütte selber in der Gegend. Erzähl mal, du hast mir erzählt, das sind deine Wurzeln sind dort. Erzähl mal von deinen Wurzeln ein bisschen. Ja, ich bin 15 Minuten Fahrzeit von Hinterstoder entfernt in einem kleinen Dorf in Oberösterreich aufgewachsen. Ja, meine Eltern leben immer noch dort. Meine beiden Brüder sind auch sozusagen fast in Schrittweite des Trifores in Hinterstoder wohnhaft. Alle meine Freunde aus der Jugend sind noch dort. Ich habe mit meinem Abschluss, Schulabschluss mit 18 Jahren, sage ich mal, diesen Bereich verlassen, bin nach Wien, hab studiert und war dann halt international tätig. Und als wir unsere Kinder bekommen haben, hat meine Frau gesagt, also sie möchte gern nicht mit den Kindern die gesamte Zeit in der Stadt verbringen, sondern sie möchte irgendwie mehr Zeit aktiv in der Natur verbringen. Und dann, es war 2012, 13 und damals habe ich gesagt, okay, dann suchen wir uns doch was irgendwo in den Bergen. Und dann war ich auf der Suche und habe lange gesucht. Und es ist ja, wie auch wahrscheinlich die Zuschauer sehen, extrem schwierig in Österreich, das Richtige unter Anführungszeichen zu finden. Jeder hat andere Ansprüche. Meine waren auch relativ klar, was ich haben will. Und habe gesucht, gesucht, gesucht und habe nichts gefunden. Und dann war ich Weihnachten 2013 bei meinen Eltern und habe einen Freund besucht und der hat mir gesagt, warum kaufst du nicht diese Hütte da oben? Und ich sage so, wusste ich nicht, dass die verfügbar ist. Außerdem war es für mich nicht im Raum. Ich dachte, ich suche mir irgendwo was, aber nur nicht zu Hause. Und dann haben wir uns das angesehen und binnen 14 Tagen haben wir diese Hütte gekauft, haben sie leicht umgebaut und seitdem eigentlich im Winter jedes Wochenende, im Sommer mehr am Block, mal die Ferien 2, 3 Wochen dort verbracht. Und es ist wirklich unser zweites Zuhause geworden. Und wir schätzen es, die Kinder lieben es. Es ist einfach ein massiven Mehrwert, wenn man sich in der Natur bewegt, vor allem auch auf 1400 Meter. Mhm. Und ja, und dann kam Covid. Ja, und ich war in New York, als Herr Trump sagte, in 48 Stunden gibt es keine Flieger mehr aus Europa. Dann dachte ich mir, ja, wenn keine mehr rein dürfen, dann fliegen auch keine mehr raus. Also habe ich versucht, am schnellsten Wege noch mit der Lufthansa nach Hause zu fliegen und bin dann auf diese Hütte gegangen und habe gesagt, okay, den Lockdown werde ich auf 1400 Meter machen. Ich habe dort eine super Infrastruktur, konnte meine ganzen Gespräche über Zoom und Co. machen.
mit New York, aber ich bin halt dann jeden Tag alleine und das war im Nachhinein gesehen, für die Menschheit war es dramatisch, für mich war es eine der schönsten Zeiten, jeden Tag in der Früh eine Skitour gegangen. Ähm, Da waren nur Rehe, Hasen und Gämsen und ich und habe das genossen und habe aber auch immer auf dieses alte Hotel geschaut und mir gedacht, was wird mit dem passieren? Die Eigentümerin war damals ca. 80 Jahre. Und keiner weiß, wie es weitergeht mit Tourismus per se, mit Hotels. Und dann ist in mir bei jeder Skitour ein bisschen mehr diese Idee gereift, zu sagen, ich werde sie ansprechen, ob wir es nicht kaufen können, weil ich möchte, dass dieses Hotel weiter existiert und dass es für Menschen, die dort schönen Urlaub machen wollen, nachhaltigen Urlaub machen wollen, verfügbar ist. Ja, und gesagt, getan. Ein paar Monate später, ein paar Gespräche, Verhandlungen, Bankgespräche weiter, haben wir es dann Ende 2020 gekauft und haben es projektiert. Wann wird es denn überhaupt fertig sein? Ja, das ist eine gute Frage, aber ich kann sie auch sehr gut beantworten. Wir werden am 1.12. diesen Jahres, also 2023, das Trifore eröffnen. Es ist auch schon buchbar auf diversen Plattformen, auch unter trifore.at auf einer Landingpage. Das heißt, Menschen, die in der nächsten Saison ab Dezember Winter- oder Sommerurlaub bei uns machen wollen, können das schon tun. Unsere Investoren haben teilweise ja auch schon alle gebucht, weil sie natürlich gespannt sind und auch das fertige Objekt sehen wollen. Ja, aber wir haben noch 5 Monate und 22 Tage, wenn ich es genau sagen darf. Und das ist natürlich, wenn man jetzt drauf geht, aber das ist am Bau so, ja, da ist noch viel zu tun, aber die Lodges stehen alle, der Innenausbau ist in vollem Gange und das wird sich ausgehen. Also meine Bauleiter sagen mir alle, ja, es wird eng, aber das war so, jedes Bauprojekt ist eng am Schluss, aber wir werden fertig sein und wir werden die Eröffnung haben am 1.12. Das ist schön. Das heißt also, wenn ich das erste Türchen in meinem Kalender aufmache, eröffnet das Trifore die Pforten für die Besucher, für Wenn die du das erste Urlauber. Türchen aufmachst, machen wir 61 Türchen auf. Wir haben 20 Lodges und 41 Apartments und die sind dann alle fertig und beziehbar und sozusagen buchbar. Genau. Das ist schön. Du hattest mir erzählt in unserem Vorgespräch, dass es eine Besonderheit gibt und das ist die Umsatzpacht. Das heißt, was bedeutet das genau? Das ist ja sicherlich sehr interessant für diejenigen, die jetzt das Interview sich anschauen und mit dem Gedanken spekulieren, hey, wäre das eine Investition für mich auf der Höhe, was zu machen in Hinterstoder in Österreich? Ja, wir waren natürlich auch, wir hatten auch keine Glaskugel in 2020 und wussten nicht, dass wir 2022, 2023 und in den Folgejahren in so eine Inflationsmaschinerie reinlaufen werden, mit den entsprechenden Anpassungen der Zinsen. Aber das ist ja jetzt mal leider so. Ähm, Unser Modell für Investoren hat gerade in so einem Szenario zwei riesengroße Vorteile. Ja. Der erste gilt eigentlich für Immobilien per se, dass man natürlich, wenn man in Immobilien investiert, durch die Inflation der Inflation sozusagen einen Heckenstelle erschlagt und man dort sein Geld wertstabil anlegt, weil halt auch der Wert der Immobilie durch die Inflation nach oben geht. Und das gilt auch für Investoren, die teilweise fremdfinanzieren, ja, weil solange wir Inflationsraten in Österreich sind ja jetzt gerade wieder veröffentlicht worden mit über 8% haben, in Deutschland 6, diesen Zinssatz von 4,5, dann immer noch zumindest eine Verbesserung, als dass man sozusagen es in irgendeiner Form auf ein Tagesgeldkonto legt mit 3%, weil wenn ich 6% Inflation habe, verliere ich ja dann trotzdem Geld. Ja, man muss es immer von beiden Seiten ansehen. Ja. Der zweite große Vorteil im Trifore für unsere Investoren ist eben die Umsatzpacht. Das heißt, die Rendite für die Investoren errechnet sich aus dem Umsatz des Hotels. Ja, und der Umsatz des Hotels geht natürlich zwangsläufig nach oben, wenn wir Inflation haben. Wie wir das vor 2 Jahren gerechnet haben, mit unserem Business Case und Finanzmodell, sind wir davon ausgegangen, dass es ja, über die nächsten 20 Jahre 2% Inflationsanpassung gibt. Ja, jetzt haben wir de facto 2 Sprünge gehabt mit fast zweimal 20%.
Und man kann sich ja ansehen, was in der Hotellerie im letzten Jahr passiert ist. Ja, die Preise sind natürlich massiv nach oben gegangen, wie in allen Bereichen auch, sodass Hotelraten 15-20% höher sind, als das noch vor 2 Jahren war. Davon profitiert ein Investor im Trifore 1:1 mit, ja, weil eben seine Rendite aus dem Umsatz abgeleitet wird. Ja. Beispiel, das Hotel macht im Jänner 2024 400.000 Euro Umsatz, einfach mal, um es einfach zu machen. Dann gehen davon 25%, 100.000 Euro, direkt an den Investorenpool, und abhängig von der Investitionssumme bekommt man dann de facto gleich 15 Tage später sein Geld ausbezahlt. Das heißt, wir haben hier, wir sind hier de facto, haben uns abgekoppelt von den Kosten des Hotelbetriebs. Ja. Natürlich muss der Hotelbetreiber den Betrieb profitabel führen, ja, weil sonst, wenn er immer nur vom Umsatz uns bezahlt und am Ende des Tages nichts verdient, dann wird das nicht funktionieren. Aber deshalb haben wir ja einen professionellen Betreiber mit der Arcona ausgewählt, die das können und schon mit viel Erfahrung erfolgreich gemacht haben. Der große Vorteil ist, wenn wir jetzt noch 2-3 Jahre höhere Inflationsraten haben, steigt sukzessive die Rendite an. Und wenn wir dann irgendwann wieder uns bei 2% einpendeln, dann sind wir einfach parallel verschoben schon viel, viel, viel höher, sodass wir von dieser Anfangsrendite von 4% relativ zügig auf 6, 7, 8% kommen, wenn diese Inflation nur im Ansatz so weitergeht, wie wir es momentan sehen. Ja. Und da hat jeder seine eigene Theorie, ich glaube nicht, dass wir ein Szenario haben, es ging schnell rauf und es ging schnell runter, sondern es ging schnell rauf und es geht graduell runter. Und das ist halt für unsere Investoren eine positive Nachricht, weil sie sich erstens, wie gesagt, durch den Schutz des Werts der Immobilie per se absichern und zweitens auch noch durch die monatlichen Cashflows auch wirklich davon profitieren. Ja. Das Geld kommt dann ja auch jedes Monat überwiesen rüber. Und am Ende des Jahres wird auch der Profit, das ist dann der 13. Zahlungstermin für den Investor, der Profit des des Hotelbetriebs wird 50-50 geteilt. Ja. Wenn dann 1 Million Gewinn ist, dann gehen 500.000 nochmal an die Investoren, sodass man eigentlich ja, eine sehr gute Cashflow-Rechnung auch daraus machen kann. Sehr interessant. Aber es gibt ja neben der monetären Rendite auch die emotionale Rendite. Und Hinterstoda ist ja ein 2-Saison-Standort mit einer sehr guten Lage. Magst du einmal vielleicht was zur Wintersaison sagen und auch ein paar Worte über die Sommersaison, was man dort machen kann, was einen erwartet? Ja, vielleicht für die Zuschauer, die Hinterstoder noch nicht zu kennen. Hinterstoder hat aus unserer Sicht eine super Makrolage, weil wir sind nur 2 Stunden von Wien. Wir sind sehr gut erreichbar. Wir sind angebunden sowohl im öffentlichen Verkehr als auch natürlich über die Autobahn. Sie waren bis 5 Kilometer vor Hinterstoder relativ easy von Wien weg auf der Autobahn. Das gleiche von Nürnberg-Passau runter. Passau ist 1 Stunde, Prag sind 3 Stunden. Also wir haben hier ein sehr, sehr, sehr großes Einzugsgebiet, weil wir das erste richtig schöne, ernstzunehmende Boutique-Skiresort sind, wenn man sozusagen nordöstlich kommt. Was wichtig ist für Investoren, weil die wollen ja wissen, wird dieses Hotel gebucht. Zweitens die Mikrolage. Ja, wir haben es schon gesagt, wir sind auf 1400 Meter. Ja, in Österreich, sage ich mal, sind wahrscheinlich 95% der Hotelbetten unter 1000 Meter. Ja. Das ist aus zweierlei Gesichtspunkten bedeutend. Ja. Im Winter fragen uns natürlich alle, wird da noch Schnee sein? Ja. Auf 1400 Meter wird noch sehr, sehr, sehr lange Schnee sein. Wenn heute jemand einen Urlaub verbringen will, seinen Winterurlaub und auch Schnee sehen will, wenn er wach wird, dann muss er nach oben. Ja. Und da gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten. Das zweite ist im Sommer. Ja. Wenn wir Hitzewellen haben, wie wir sie letztes Jahr hatten in Österreich und in Deutschland oder teilweise ja auch in London, ja, dass wir zwischen 35 und 40 Grad über Wochen haben. Wenn sich das verstetigt, dann gibt es in Wahrheit nur mehr eine Möglichkeit. Also Sie fliegen nach Grönland oder Island. Sie müssen nach oben. Ja. Ich war bei diesen Hitzewellen in Hinterstoder berufsbedingt und wir hatten halt nicht 38 Grad, sondern wir hatten 28. Und wenn ich nachts in meiner Hütte die Fenster aufmache, dann schlafe ich bei 8 Grad wie ein Baby und habe einfach einen Erholungswert, den ich
mit Aircondition im Tal gar nicht mehr zusammenbringen. Ja, und deshalb glauben wir eben, dass wir hier sowohl im Sommer wie im Winter wirklich ein einzigartiges Angebot bieten werden können, wo Kunden einfach gerne kommen und ihren Urlaub länger oder kürzer verbringen wollen. Ja. Easy für einen Wochenendtrip von Donnerstag, Freitag bis Sonntag für jemand aus Wien, ganz einfach. Aber natürlich auch für jemand, der von weiter anreist, dort 2 Wochen zu verbringen, weil es gibt halt gerade im Sommer auch ja extrem viele Möglichkeiten. Ja. Sie befinden sich mitten in den Alpen. Es gibt Wanderwege, es gibt Mountainbiken, es gibt vom aktiven Bergsteigen über Paragliden, über Kayaking. Also das ist alles, was man in der Natur machen kann, können Sie dort auf Top-Niveau, nämlich wirklich auf 1400 Meter und höher machen. Und auf der anderen Seite haben wir im Winter ein tolles Boutique-Skiresort, wo auch Weltcup-Skirennen stattfinden, von höchstem Schwierigkeitsgrad bis zu super tollen Familienpisten einer Skischule, die auf das ausgerichtet ist. Ja. Es trifft sich alles immer auf dem Plateau und deshalb wird Hinterstoder eben auch von Familien sehr geschätzt. Und wenn jetzt die Investoren investieren, könnt ihr auch selber schöne Urlaube machen? Wie lange hat das Ganze überhaupt im Jahr geöffnet? Ja, kann ich auch in der Nebensaison mal runterkommen? Wie wirkt sich das aus? Ja. Ja, natürlich. Unsere Investoren können natürlich auch Urlaub machen. Wir haben uns für das Modell entschieden, dass es einfach 100% sauber ist, sowohl aus steuerlicher Sicht als auch von der Widmung im Ort. Kennen ja die Zuschauer die Thematiken auch aus Salzburg, Tirol, ja, Zweitwohnsitz, verdeckte Zweitwohnsitz. Wir haben uns ganz klar deklariert und gesagt, das wird als Hotel betrieben. Unsere Investoren besitzen diese Einheiten. Sie sind auch im Grundbuch eingetragen, wie bei jeder anderen Immobilie. Können Sie auch zu jeder Zeit verkaufen, wenn Sie das möchten. Aber Sie können sie auch buchen und Sie können sie halt zu Sonderkonditionen buchen. Das heißt, die kriegen Rabatte und am Ende des Tages, ja, linke Tasche, rechte Tasche. Sie kriegen auf der einen Seite Beispiel 50.000 Umsatzrendite aus dem Pachtvertrag als Investor und haben halt eine reduzierte Rechnungssumme, wenn sie eine Woche oben waren, von, sage ich mal, 7.000 Euro, ja, dann sinkt halt die Rendite von 50 auf 43. Viele sagen immer, ja, ich muss für mein eigenes bezahlen. Ja, sie müssen das unterschreiben und auschecken, aber faktisch ist es, sie nehmen aus dem Investment 50 ein, zahlen 7 und wenn sie nicht kommen, bleiben ihnen 50. Wenn sie kurz kommen oder mittel kommen, 7. Wenn sie 6 Wochen kommen, ja, dann bleiben halt von den 50 dann nur mehr 25. Aber dafür haben sie auch keine, wie auch immer, gearteten Wartungsaufwände, wie bei einer eigenen Immobilie. Das Ding wird eben professionell betrieben. Sie haben einen Wellnessbereich, sie haben Massagen, sie haben eine Gastronomie. Und das sind natürlich alles Dinge, die extrem wichtig sind, wenn man darüber überlegt, was soll diese Immobilie für mich eigentlich tun. Ja? Primär soll sie mal Geld verdienen. Gleich dahinter nach will man dort auch schöne Zeit verbringen. Was sie nicht wollen, ist, wenn sie hinkommen, zuerst mal die Lampen wechseln müssen, weil seit dem letzten Trip vor 3 Monaten oder 6 Monaten ist halt irgendwas kaputt gegangen oder die Mäuse sind gekommen, weil niemand da war. Das, was auf einer Almhütte normalerweise passiert. Ich spreche da aus Erfahrung und meine Frau sagt auch so, sie geht lieber dann rüber, weil da geht sie einfach rein und es wird ja alles abgenommen und sie kriegt noch Geld dafür. Ja, und das ist ein bisschen, das muss man wissen, ja, weil es gibt viele andere Projekte, die das halt anders machen. Ja. Das sage ich jetzt nicht schlecht, sondern anders. Aber nur der eine Punkt noch. Ja. Bei uns ist der Verpächter, also der Pächter, nicht der Verpächter, der Pächter ist verpflichtet, 3% des jährlichen Umsatzes in die Instandhaltung der Einheiten, also auch die Einheit des Investors zu reinvestieren. Das sind über 20 Jahre abhängig davon, wie erfolgreich das Hotel sein wird, aber irgendwo zwischen 6, 8, 9 Millionen Euro. Wenn man das vergleicht mit seiner eigenen Immobilie, nämlich wieder meine her, ja, ich stecke da jedes Jahr ein paar tausend Euro rein, nur damit das, was alles irgendwie runterfällt oder nicht mehr so schön ist oder wenn die Stoffe auf den Bänken nicht mehr so schön sind und ersetzt werden müssen, dass das alles wieder am neuesten Stand ist. Ja. Das geht bei mir von meiner eigenen Rendite runter, wenn ich sie rechnen müsste, ist hier alles im Modell von der Arcona im Zuge des Hotelbetriebs zu erwirtschaften und im Sinne der Investoren zu reinvestieren. Sie sind vertraglich verpflichtet, ja, und wir werden das auch kontrollieren.
logischerweise, sodass die Renditen, die wir ausweisen, die sind wirklich richtige Renditen. Ja, da kommt nicht noch irgendwer Leerstand dazu oder kommt eben eine Instandhaltung dazu. Und die geht gerade in den ersten 3, 4, 5 Jahren ist das egal, ja, wenn Sie was kaufen. Aber wenn Sie dann im Jahr 10, ja, zweite Hälfte, 10 bis 20, da wird alles kaputt. Das wissen wir von zu Hause. Da wird die Thermik kaputt, da werden die Lampen kaputt, da tropft der Wasserhahn. Ja. Das alles macht bei uns der Pächter und nicht der Eigentümer. Und da kann ich nur sagen, das ist ein riesengroßer Vorteil. Das sehe ich auch so. Ähm, Du hast mir erzählt, dass du einen Teil auch selber als Investor behalten wirst vom Hotel und quasi mit den Investoren, die jetzt dazukommen, im gleichen Boot sitzt. Das heißt, du hast ja selber ein sehr, sehr starkes Interesse, dass das Ja, Ganze ein positives Betriebsergebnis für dich letztendlich für dein Investment hat. ja mein Partner und ich haben uns vorgenommen, dass wir zwischen 10 und 20% der Einheiten, also wir werden irgendwann einen Verkaufsstopp dann machen und sagen, okay, das, was jetzt noch da ist, das behalten wir selbst für uns und unsere Familien, ja, weil wir eben an das Projekt so glauben und wir auch davon profitieren wollen. Also das, was ich jetzt alles erzählt habe, an das glaube ich ja auch, weil es nachvollziehbar ist, weil ich die Verträge kenne und ich möchte mein Geld selbst da drinnen investiert haben. Ja. Das heißt, das ist für mich essentiell und ich kann nur jedem Käufer und Investor versichern, dadurch, dass ich relativ nahe dran eben meine Almhütte habe, dass ich mich im Sinne aller Investoren, ja, und wir sitzen da tatsächlich im selben Boot, dort vor Ort engagieren werde und auch mit der Hoteldirektion arbeiten werde, ja, im Sinne von, hey, wie können wir die Auslastung raufbringen, wie können wir vielleicht irgendwelche Business-Events raufbringen, ja, vielleicht eine tolle Marke, die da oben ein Sponsoring-Event macht, sodass man auch in der Zwischensaison mit der Anlage Geld verdient. Ja. Ich glaube, wir haben es momentan konservativ gerechnet, ja, so wie man das im Tourismus halt macht. Ja. Es gibt eine Wintersaison, es gibt eine Sommersaison, es gibt eine Zwischensaison. Das Haus, du hattest das vorher gefragt, ist das ganze Jahr geöffnet. Kann sein, dass irgendwie für Maintenance vielleicht mal im November 2 Wochen geschlossen ist. Aber prinzipiell ist es ein Ganzjahresbetrieb. Das heißt, auch unsere Mitarbeiter haben einen verlässlichen Arbeitsplatz dort. Und ja, ich werde mich da mit meinem Partner vor Ort sehr, sehr intensiv engagieren. Ja. Ich habe keine Lust mehr, auch mit 60 Jahren nach USA zu fliegen und Private Equity zu machen, sondern ich möchte ehrlicherweise selbst meine Zeit an dem schönsten Ort Österreichs verbringen und werde mich darum kümmern, dass alle happy sind. Ja, weil ich kenne jeden Investor, den wir bis jetzt gefunden haben, persönlich. Ja. Ich glaube, das ist eine super Gruppe, die sich da findet. Ja, das geht über das reine Investment hinaus. Da gibt es vielleicht auch andere Kontakte, persönliche Beziehungen, die sich entwickeln werden. Und ich möchte, wenn mich die da oben treffen und mich anschauen, dass sie mir in die Augen schauen und sagen, hey, bin froh, dass ich das gemacht habe und nicht, dass sie wegschauen oder auf die andere Straßenseite gehen oder mich vielleicht sogar noch anpöbeln und sagen, wow, du hast uns da irgendwas vom Himmel gelogen, was ja so alles gar nicht stimmt. Das ist mein Commitment und wie gesagt, ich mache meine Sachen immer so gut, wie es irgendwie geht und dieses Projekt ist das Herzensprojekt und das wird das Beste aller meiner Projekte werden. Ja, sehr schön. Ich habe noch eine Frage mitgebracht, weil ich jetzt vor Ort war und das am Rande mitbekommen habe, das Thema Nachhaltigkeit, heute in aller Munde, Energie. Und da gibt es ja ein Biokraftwerk, das mit dem Holz aus der Region komplett auskommt und die quasi, ich weiß nicht, ob man es CO2-neutral nennt oder wie auch immer. Magst du darüber noch ein, zwei Sätze sagen? Ja klar, es ist ein wichtiges Thema, ja, vor allem auch, wenn man in so einer exponierten Lage baut. Wir haben uns das sehr intensiv angesehen, ja, von Solar, Photovoltaik über Tiefenbohrungen etc. Leider waren diese Themen für uns nicht umsetzbar. Tiefenbohrungen waren nicht möglich wegen Wasserschutzgebiet. Photovoltaik war wirtschaftlich nicht abbildbar, weil eben auf diesen Dächern im Winter bis April, teilweise Mai, dieses Jahr im Mai noch bis zu 1 Meter Schnee drauf liegt. Ja, und sozusagen
ging nicht. Aber wir haben eine Allianz gebildet mit den Eigentümern der gesamten Region. Ja, es gibt es wirklich so, dieser Berg gehört de facto zwei großen Bauern aus Hinterstoder. Und die haben uns angesprochen, sie würden gerne ein Biomassekraftwerk da oben bauen. Ja, weil sie haben so viel Schadholz, das normalerweise eben nicht sehr ökologisch ins Tal gefahren wird, nach Ungarn gebracht wird. Dort werden Pellets gemacht, die dann irgendwie in Deutschland oder Österreich landen als grün. Und sie haben gesagt, sie möchten das gerne vor Ort eben verwerten. Und so haben wir uns die Hand gegeben. Und es wird parallel für die Heizung des Triforés und auch einige andere Gewerbebetriebe, die sich jetzt auch mit anschließen auf der Hutterer Höss, in Zukunft über Biomasse, also Fernwärme, die gesamte Heizleistung erbracht. Was ich absolut spitzenmäßig finde, weil es natürlich auch wieder, muss man Investorenbrille auf, ja. Ja, wir mussten keine Heizung einbauen. Ja. Eine Heizung heute einbauen, weiß man nicht, ob man es nicht übermorgen wieder ausbauen muss. Aber auf jeden Fall müssen sie es in 10, 15 Jahren ersetzen, ja, weil sie einfach nicht mehr State of the Art ist. Das Thema wird auf unsere Eigentümer nicht zukommen, weil sie eben an eine Fernwärme angeschlossen sind. Da muss das Fernwärmewerk eben die Maintenance und die Instandhaltung ihrer Heizkessel machen. Ja, also aus verschiedensten Gründen. Für einen Hotelbetreiber ist es einfach, der dreht einfach das Thermostat auf, muss sich um nichts kümmern. Und für die Investoren ist es auch ein großer Pluspunkt. Und es ist noch sehr ökologisch in Summe auch. Mhm. Ja, also sehr interessantes Projekt. Ich finde es selber super, super schön. Ja, die Lage dort oben, die Natur, das angeschlossene Skigebiet, das Ski-In, Ski-Out, also Wahnsinn. Ja, was dort entsteht und was dort dann am 1. Dezember eröffnet wird. Gestatte mir noch eine Frage bitte. Die Zusammenarbeit mit Alpenimmobilien, was hat dir da bisher am besten gefallen? Ich finde, ich finde das Team rund um den Michael und den Franz ist halt einfach, englisch gesagt, sehr committed. Ja. Man hat das Gefühl, man wird ernst genommen und obwohl Alpenimmobilien natürlich viele andere Projekte auch macht, habe ich immer das Gefühl, dass wenn wir gemeinsam arbeiten, dass ich hier Priorität habe, dass sie sich um das Projekt auch kümmern und wirklich alles tun, um für uns die richtigen Investoren auch zu finden. Natürlich ist es momentan auch eine herausfordernde Zeit, ja, in der wir uns alle befinden. Aber die Professionalität, mit der wir hier zusammenarbeiten, finde ich sehr beeindruckend. Es macht da wirklich viel Spaß. Ja. Also ich habe immer das Gefühl, sie mögen das Projekt, sie finden es gut und damit haben wir schon eine gemeinsame Basis, von der wir wegarbeiten und ja, wir werden sicherlich noch ein paar Sachen gemeinsam machen. Sowieso jetzt in den nächsten Wochen auch Events vor Ort, wo Interessenten sich die fertigen Einheiten dann schon ansehen können, aber sicherlich vielleicht auch das ein oder andere Projekt in der Zukunft. Mhm. Das heißt, die Investoren, die jetzt sagen, oder die interessiert sind zu investieren, ja, die sollen sich ruhig einmal beim Vertrieb von Alpenimmobilien melden und haben dann automatisch die Möglichkeit, auch an diesen Events teilzunehmen, um sich vor Ort selber einen Eindruck zu machen. Ja, wir werden am 1. August-Wochenende einen Event machen mit Alpenimmobilien. Wir haben dann die erste Lodge komplett fertig eingerichtet, end-to-end. Und werden dort sozusagen ein Barbecue machen. Wir bieten auch ein Package an im Tal in einem unserer Partnerhotels zu vergünstigsten Konditionen. Also wenn jemand Interesse hat, sich die Gegend mal wirklich anzusehen und auch das Produkt, das wir dort bauen, auch zu fühlen, sich ins Bett zu legen, auf die Toilette zu gehen oder was auch immer, ja, in der Küche zu stehen oder in die Sauna zu schauen, dann kann er das an diesem Wochenende. Alpenimmobilien wird dazu in Kürze auch nochmal was rausschicken, beziehungsweise hat es vielleicht auch schon rausgesendet. Auf der Webpage wird es sicher auch sein. Aber auf jeden Fall kann ich nur jedem empfehlen, das Warning ist, alle unsere Interessenten, die bis jetzt gekommen sind, uns vor Ort gesehen haben, fast alle, haben dann auch tatsächlich gekauft. Ja, es ist einfach ein magischer Ort und diesen Ort muss man spüren. Ja. Den kann man über Video zeigen,
aber transportieren kann man ihn vor Ort und da haben wir eigentlich bisher top Feedback, ja. Und ich glaube, es ist auch sinnvoll, wenn man sich überlegt, doch eine größere Summe Geld anzulegen, sich das auch mal vor Ort anzusehen. Kaum bei Real Estate, ja. Also bei Immobilien kann man das, ja. Ja, bei Apple können sie nicht einfach nach Cupertino fahren. Aber bei so einem Projekt hinzugehen und sagen, hey, ich glaube, da ist mein Geld gut aufgehoben und ich auch mit meiner Familie, wenn ich hin und wieder mal komme, würde ich jedem empfehlen. Mhm. Und ich lade auch jeden gerne herzlich ein, auch wenn er an diesem Wochenende keine Zeit hat, gerne über den Berater von Alpenimmobilien oder mich einfach anrufen. Ich bin jede Woche dort. Ja. Mein lieber Michael, vielen Dank für das offene Wort, auch für die tiefen Einblicke in das Projekt, für dieses Interview. Ich wünsche dir und allen Investoren für dieses Projekt den maximalen Erfolg. Es ist tatsächlich das Triforé, ich möchte sagen, die Kirsche auf der Sahnehaube, ja, von diesem schönsten Platz in Österreichs, ja, in der Stoda. Toll, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Danke für eure Zeit.